Für die Kartoffel-Gyros-Pfanne benötigt ihr als Zutaten 600 Gramm Schweinefilet, 500 Gramm Kartoffeln, 2 Knoblauchzehen, 250 Milliliter Brühe, Salz, Pfeffer, Gyrosgewürz und etwas Pflanzenöl. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen und ein Klo. Wir schwingen heute mal wieder die Pfanne und wir machen eine Kartoffel-Gyros-Pfanne. Auch ein Rezept, was ihr natürlich sowohl zu Hause als auch bequem unterwegs machen könnt, weil das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, nicht aufwendig ist und lecker ist. Ja, und von daher fangen wir mal an, das Schweinefilet zu schneiden, denn das müssen wir mal kurz marinieren mit etwas Gyrosgewürz und ein bisschen Öl. Ihr könnt natürlich alternativ auch schon fertiges Gyrosfleisch, was schon eingelegt ist, kaufen. Ich lege das immer sehr gerne selber ein, weil ich dieses Gyrosgewürz einfach manchmal beim Metzger einfach nicht mag und deswegen mache ich das immer sehr gerne selber. So, und jetzt bereiten wir dazu einmal die Marinade vor. So, und jetzt bereiten wir die Marinade vor, um das Schweinefilet einmal kurz ein wenig zu marinieren. Dazu nehmt ihr einfach 3 bis 4 Esslöffel Gyrosgewürz. Die ist ja wieder so toll zu hier. Und mischt das mit etwa 5 Esslöffel Öl. Das Ganze stellt ihr einfach nur ein bisschen zur Seite. In der Zeit können wir schon die Kartoffeln schälen und dann können wir auch schon zum Anbraten gehen. Für die Marinade machen wir noch den Knoblauch einmal kurz fertig. Den gehabten Knoblauch geben wir jetzt einfach zu dem eingelegten Fleisch. Rühren das noch mal kurz unter und dann lassen wir es ein bisschen marinieren. In der Zeit können wir dann die Kartoffeln schälen. So, die Kartoffeln werden jetzt erstmal geschält und danach werden die in Spalten geschnitten. Dann erhitzt ihr in einer Pfanne etwas Öl zum Anbraten. Und dann wird gleich das Gyrosfleisch angebraten und in der Zwischenzeit können wir auch die Kartoffeln schon in Spalten schneiden. Ja, das Öl ist heiß, also kommt schon mal das Fleisch dazu und angebraten. Ihr solltet eine etwas höhere Pfanne verwenden, weil ihr seht ja jetzt schon, das ist schon alles mit dem Fleisch ein bisschen hoch und wenn die Kartoffeln gleich nicht dazukommen, wird es noch ein bisschen höher. Ich habe ja immer so ein Problem mit meiner Maße und den Pfannen und den Schüsseln, deswegen sage ich mal gleich, benutzt nach Möglichkeit eine etwas höhere Pfanne. Die Schüssel behaltet die bitte noch bei, tut die noch nicht weg, weil ihr müsst gleich das Gyrosfleisch, was angebraten wurde, nochmal zurücktun, um dann die Kartoffeln in der gleichen Pfanne anzubraten. Der Gyros ist jetzt richtig schön angebraten. Den packe ich dann jetzt in die Schüssel rein und dann kommen die Kartoffelspalten in die gleiche Pfanne. Jetzt packt er die Kartoffelspalten dazu. Bei Bedarf schüttet ihr noch ein bisschen Öl ruhig dazu, damit die Kartoffeln auch ein bisschen Farbe annehmen. Das
Ganze wird auch schon mit Pfeffer, Salz und ein bisschen Gyrosgewürz nachgewürzt. Seid mit dem Salz ein bisschen vorsichtig, weil da kommt da gleich noch die Brühe dazu, wenn die Kartoffeln etwas weicher sind. Und die Brühe ist ja nun mal auch schon gesalzen. Und jetzt löschen wir das Ganze auch schon mit der Brühe ab. Es geht ja jetzt nicht darum, dass die Kartoffeln kross werden, sondern nur leicht angebraten und dann sollen sie gleich auch ein bisschen weich kochen mit Hilfe der Brühe und dann kommt alles schon wieder zusammen. So, ich habe jetzt auch noch nicht alles an Brühe dazu gemacht, sondern das soll erstmal ein bisschen einköcheln. Es soll ja nachher keine Suppe werden, sondern die Flüssigkeit soll verdampfen und soll eigentlich nur beim Garen der Kartoffeln behilflich sein. Jetzt gedulden wir uns. Die Kartoffeln sind gar gekocht, sie sind schön weich und die Flüssigkeit ist auch super toll verdampft. Also die Kartoffeln haben alles Mögliche aufgesaugt, was sie aufsaugen konnten und sind jetzt schön weich. Jetzt geben wir den Gyros noch dazu. Schön vermischen. Und abschmecken. Das Schönste. Sehr gut. Ihr könnt natürlich alles nochmal mit Pfeffer, Salz und ein bisschen Gyrosgewürz nachwürzen, wenn es euer Bedarf ist. Bei mir ist es sehr lecker und es ist fertig. Das war die Kartoffel-Gyrospfanne. Ein wirklich sehr schnelles Gericht und einfach. Ihr könnt dazu auch als Beilage entweder Tzatziki geben oder auch Krautsalat, ist sehr lecker. Oder beides. Aber Krautsalat isst mir das sehr gerne zu. Ist nämlich sehr erfrischend, wenn man da was Heißes hat und das Kalte gegenüber. Super, super lecker. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen, es hat euch inspiriert und vielleicht auch zum Nachmachen animiert. Mir verbleibt nur noch, mich von euch zu verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ihr vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder schaut doch mal unseren Blog vorbei, da haben wir auch viele Rezepte schon. Oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, wo es immer wieder um Camping geht, viel für den Omnia-Backofen, aber auch Campingfragen sind immer sehr gerne beliebt. Wir sind auf Instagram und haben auch auf Pinterest schon ganz viele Pins für euch hinterlegt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ich sage mal bis zum nächsten Video. Tschüss!